Es ist der Krieg schon lang vergessen und somit auch so jemals Krieg zu führen. Doch sehe ich in den Augen meiner Heimat das Lechzen und Vermissen. Mein Volk ist stehen geblieben, hat die Zeit der Intellektualität glatt übersprungen und ist direkt zurück zu dem verspannten Gesicht, dem aufgeplusterten Gehabe, dicken, schwachen Muskeln, diesem starren roten Blick. Ein Feuer, das durch Köpfe brennt. Ein Meer aus Flammen. Warum sitzt du dort oben auf dem Baum? Ich halte diesen Baum besetzt, damit der Baumgeist ihn nicht kriegt. Es gab kaum ähnlich Schönheit auf der Welt, wie Faust sie auf dem Baum dort sah. Es war, als würde Mutter Erde in ihrem letzten Schaffen, in ihrem letzten Aufbäumen ihre geballte Kreativität zusammennehmen. Doch ja, auch diese Farbenpracht schien sie uns nicht mehr zu vergönnen. Luca folgte Faust und hatte in ihm einen Freund gefunden. Nun sollte sie auf ihrer Reise jenen einen Menschen treffen, der noch Wut und Hass in seinem Herzen trug, dessen Volk den Krieg nicht ganz vergessen hatte und der jetzt, wie auf der Flucht, versuchte, von dem eigenen Denken fortzukommen. Kazar ist Tauscher. Er ist schon lange vor mir durch die Welt gezogen. Über seine Heimat im Osten erzählt man sich, dass sie an einem Meer liegt. Das brennt. Ein Meer aus Feuer und Flammen, das die Küste Tag für Tag ein wenig mehr auffrischt. Faust? Er ist ein Kind aus diesem Land. Ein Kind von Langeweile und Ruhe. Sein Geist ist wach. Rasend geradezu. Und Luca? Die ist mir neu. Hab sie erst gar nicht wahrgenommen. Sie lächelte. Aber irgendwie wirkt sie aus jedem Blickwinkel anders. Ihr steckt etwas Dunkles in den Augen. Ich verspüre diesen Drang und Zweifel, dass ich die Welt als gut erachten will. Hass und Kriegertum sollten nur gebildet sein von meinem eigenen Verstand. Ich bin mir immer noch nicht sicher, aber ich glaube, wenn ich nur nicht an Totschlag denke, dann wird er auch niemandem widerfahren. Jetzt hilft mir ja die Ferne.
Mein lieber Faust, im Landesinnern soll es an einer Achse große Säulen geben. Schwarz sind sie und ragen in den Himmel. In ihrem Schatten soll noch keiner umgekommen sein. Ob durch Krankheit oder Hunger. Es tut mir leid. Ich weiß, es ist dein Land, der Ort deiner Geburt. Doch glaube mir, es macht nicht viel aus. Ja, wir nehmen sie mit. Kazar, wir haben Durst. Kannst du was sehen? Hier! Dann trink doch! Woher hat er das gewusst? Als ob der See nicht da gewesen wäre. Frag nicht weiter. So reisten sie weiter lange Zeit. Schließlich aber fragte Luca Kazar nach dem Weg, der offensichtlich keine Antwort zu geben vermochte. Wie aus dem Nichts erhob sich ein altes Gebäude, flach aus dem Dreck. Hier, dachte Kazar, war die Antwort sicher zu finden. Eine Luke führte tief unter die Erde. Hey, Tatsächlich. Das muss er sein. Das nennt man eine Karte der Welt. Vielleicht kann ich herausfinden, in welche Richtung wir müssen. Ein Feuer, das durch Köpfe brennt. Ein Meer aus Flammen. Sie schlagen sich nun gegenseitig. Es gibt einfach keinen Grund mehr. Sie haben es getan seit Jahr und Tag. Schon immer. Wenn es keinen Feind zu schlagen gab. Doch jetzt war der Krieg vergessen
Habe ich gehofft, sie würden Ruhe geben. Mal über die Menschheit denken. Oder das, was kommen mag. So stehen sie also in der Gegend rum. Bei Freude dummes Lachen auf den Zähnen, schlagen sich die Fresse. Was soll ich denn da denken? Was hätte ich da anderes tun sollen, als wegzugehen und Dummheit, Hass und Tobsucht zu verdrängen? Wir schaffen es bestimmt. Mama wäre sicher stolz. Ja, ich glaube, so geht's. Wo kommen diese Klänge her? Kann uns jemand sehen? Verschwinde! Hinter mich! Faust! Oh, das kennen wir. Die wollen uns lynchen. Luca, mein Kind. Wir müssen den Bunker verlassen. Wir müssen weg hier. Denn es ist nicht in Ordnung. Froh, der vermeintlichen Schar an Verfolgern entkommen zu sein, kam sie in einiger Entfernung zur Ruhe. Bald schon jedoch sollte das vorangegangene Unheil seine Auswirkung zeigen. Kazar hatte Angst und Schlechtes erwartet. Die beiden hatte er vorher gewarnt.
Des Nachts ging es Faust und Quasar merkwürdig schlecht. Luca allerdings beklagte sich nicht. So schloss Quasar, es läge am Schnaps, der mit dem Fortgang der Reise langsam zur Neige ging. In den Kellern der Häuser liegen manchmal Kartoffeln und Schnaps. Zum Brennen unbrauchbar, aber das Gesöff ist meistens noch gut. Geht's dir nicht gut? Ein Schatzsucher will ihm klar machen, dass wir uns nicht für die Schätze im Keller interessieren. Lässt er uns in Ruhe. Fasst ja nichts an. Ihr mich aber erschreckt. Ich dachte schon, ihr seid ja eines in diesen finsteren Ungeheuern, die es geben soll. Ah, ich bin Daniel. Und, wo kommt ihr her? Zuletzt waren wir in der alten Stadt Köln. Nur auf der Durchreise. Man hat uns aus der Stadt vertrieben. Was meinst du mit vertrieben? Sie sind uns hinterher. Und mit der Zeit ganz schön schroff. Sowas ist doch seit Jahren nicht mehr vorgekommen, oder? Mich hat das nicht wirklich überrascht. Erzähl mir mehr. Ich will die ganze Geschichte hören. Aha. Aber vorerst... Ich habe da hinten einen vorzüglichen Weinkeller entdeckt. Hm? Ja. Das ist eine ganz schön gefährliche Geschichte, hä? Mir ist klar, dass sowas bei euch nicht oft vorkommt. Ich verstehe es auch nicht. Ich habe die ganze Zeit bewusst versucht, an nichts Schlechtes zu denken. Des Öfteren habe ich bemerkt, dass etwas genauso passiert, wie ich es in meinem Kopf ausgemalt habe. Und nun, wo ich mich die ganze Zeit darauf konzentriert habe, Ich muss mal pinkeln. wo ich mich so sehr darauf konzentriert habe, dass niemals wieder Gewalt und Zerstörung in mein Leben tritt, endet dieser ganze Kopfschmerz in einem gewaltigen Chaos. Schlimmer, als ich es mir hätte ausmalen können. Das macht doch alles keinen Sinn. Sag mal, du bist ja vielleicht ein Trauerklos, hä? Was glaubst du eigentlich, wer du bist? Dass sich die ganze Welt um dich dreht, hä? Verrückter Kerl. Was wird? Ich geb dir jetzt mal ein bisschen was von Daniels Spezialschokolade. Damit du nicht mehr so traurig auf den Boden guckst, ne? Hey, Freunde. Ist es schon hell? Wir sollten auch langsam mal los. Was? Was ist hell? Was ist los? Was ist los? Was ist los? Warte! Da rennt er hin. Verrückter Kerl.
Ich kann sie manchmal sehen, wenn es ganz klar und matt ist. Seid ihr auf Reisen? Habt ihr kein Heim? Die Fremde erkannte direkt, dass mit den Besuchern etwas nicht stimmte. Als Luca sie schließlich nochmals nach der Säule befragte, erklärte die Frau den Monolithen bei solch einer Krankheit zur einzigen Rettung. Wenn es ihnen auch schlecht erging, wenn der Weg auch beschwerlich erschien, hatten sie nun zumindest ein Ziel, eine Richtung. Kazar suchte dennoch des Nachts eine Ursache für ihre schlimmer werdende Krankheit. Und es sollte sich ergeben, dass er schon bald eine Lösung erfand. Als wir damals den großen Bunker, in dem ich geboren wurde, verließen, taten wir dies nur, weil alle dort krank geworden sind. Meine Mutter hat es nicht geschafft. Auch die anderen haben es nicht geschafft. Ich hoffe, es kursiert keine Krankheit mehr wie damals. Macht euch um mich keine Sorgen. Ich denke nur, es wäre besser, wenn ihr jetzt geht. Gut. Wir müssen auch bald los und weiter. Den Monolithen finden, bevor der Himmel wieder wolkig wird. Habt eine gute Reise! Hoffentlich erreichen sie die Säule, bevor es zu spät ist.
Luca, mein Kind. Wir müssen den Bunker verlassen. Wir müssen weg hier. Irgendwas ist nicht in Ordnung. Merkst du es nicht, warum es uns beiden so schlecht geht, ne? Ja. Auf mir geht es nicht. Aber worauf willst du hinaus? Weißt du, was mit uns beiden vor sich geht? Natürlich weiß ich das. Hör mir zu. Ich weiß, es ist nicht leicht für dich. Du magst sie. Das merkt man. Sie hat sich auch immer gut gegeben. Glaub mir, sie verseucht uns. Jeden Tag aufs Neue. Was glaubst du, warum ihre Mutter tot ist? Oder ihr ganzes Volk, seitdem sie geboren wurde? Sie kann natürlich nichts dafür. Aber glaub mir, etwas Schlechtes wohnt in ihr. Versteh bitte, dass es besser für uns ist, wenn wir alleine weiterziehen. Ich werde sie hier nicht alleine lassen. Faust. Wenn wir jetzt mit ihr ziehen, dann ist das unser Tod. Die große Säule erreichen wir nicht schnell genug, wenn sie überhaupt vor solcher Krankheit schützen kann. Ich lasse sie hier nicht allein, Kazar. Wir bleiben bei ihr. Soll ich sie denn ohne dich filmen? So ließ Kazar die zwei allein und stieg beschwerlich und vereinsamt hoch den Berg hinauf. Er dachte viel an alte Zeiten, hatte er doch Luca geschlagen,
wie es seine Brüder immer mit ihm getan hatten. Sie kamen ihm in der Erinnerung nun seltsam nahe vor, so dass er sich hoch oben auf dem Berg nicht mehr einsam fühlte. Haben wir es dir nicht gesagt? All das Reisen, das Wandern, bloß um doch nur zu sehen, dass es auf der ganzen Welt, wie in der Heimat ist und die Gewalt obsiegt. Dass ich mich auch noch in einer Welt von Frieden mir entgegenstellen würde. Und mir den Weg versperrt. Das reicht. Was ist denn? Ich hab's geschafft. Was nutzt mir all das schöne Leben, wenn meine Freunde längst gestorben sind? Die Monolithen stehen hier für Erkenntnis. Ich bestimme und erdenke mein Leben. Die ganze Krankheit eingeredet. Und Luca war es nur, die widerstand. Ich habe mir ihre schwachen Geister einverleibt, nur um nicht allein zu gehen. Und sie in den sicheren Tod geschickt. Vielleicht kann ich noch irgendwas tun. Vergebens! Kann das sein? Das kann...
Faust. Kasasta! Ich hab's geschafft! Ich hab's ganz allein geschafft! Wir mussten es doch schaffen. Das war doch Lukas Wunsch. Ein weites, tristes, ödes Land ergab sich auf der müden Erde. Alt und leer erstreckte es sich uferlos. Von nur 100 Menschen noch bewohnt und scheinbar herrschender Natur. Kein schwerwiegendes Ereignis, das die Welt in Atem hielt. Kein Krieg und von der Liebe nur ein Funken übrig. Trotz allem trostlosen Erscheinen bekam durch diesen schicksalhaften Umstand jeder Mensch ein wenig mehr Macht auf der Welt.